Hallo, in diesem Video geht es um das Modul Nachhaltigkeit Ökobilanz der Software FAB. Es besteht aus 3 Reitern, einmal Einstellung und Lebenszyklus, dann Konfiguration Bauprodukte und ökologische Qualität Ökobilanz. In diesem Video lernen Sie, was Sie bei Konfiguration Bauprodukte machen können. Zu den anderen Reitern gibt es weitere separate Videos. Auch zu den vorbereiteten Einstellungen haben wir ein Video aufgenommen. Hier werden alle Bauprodukte, die Sie im Gebäude erfasst haben, aufgelistet. Sie haben hier die Möglichkeit, Bauprodukte zu bearbeiten und über den blauen Pfeil direkt zu diesem Bauprodukt zu springen. Sie landen dann im Ist-Zustand. Wir gehen über diesen Pfeil zurück in unser letztes Bearbeitungsfeld. Sie haben die Möglichkeit, weitere Bauprodukte händisch hinzuzufügen. Löschen können Sie natürlich nur Bauprodukte, die Sie auch händisch hinzugefügt haben. Das heißt, Bauprodukte, die aus dem Ist-Zustand kommen, die können Sie an dieser Stelle hier nicht löschen. Sie können Bauprodukte bearbeiten. Entweder gehen Sie hier auf Bearbeiten und dann zu Ökobaudat oder Sie klicken hier gleich auf dieses Icon. Wichtig ist, dass Sie in dieser Konfiguration der Bauprodukte wirklich alle Bauprodukte prüfen. Es gibt hier eine Spalte, die heißt Bauprodukt geprüft. Und sobald Sie bei einem Bauprodukt einen Haken setzen, wird das Bauprodukt als geprüft markiert. Sie können auch mehrere Bauteile auswählen und dann hier auf den grünen Haken klicken. Dann sind die Bauprodukte an der Stelle geprüft. Aber es reicht natürlich nicht, einfach nur den Haken zu setzen. Wir schauen uns jetzt das Eingabefenster an. Wir sehen hier zum einen die Bauprodukte. Wir sehen, welchem Elementtyp diese Bauprodukte zugeordnet sind. Das heißt, es gibt zum einen Bauprodukte, die den Elementtyp Schicht haben. Das heißt, eine Schicht befindet sich in einer Konstruktion, zum Beispiel in der Konstruktion Bodenplatte. Und die Bodenplatte ist einem Bauteil zugeordnet. Dann gibt es auch Bauprodukte, die keine Schicht sind, sondern hier zum Beispiel ein Holzblendrahmen oder ein Holzflügelrahmen. Das sind Bauprodukte, die vom Programm automatisch angelegt werden, sobald Sie ein Fenster anlegen. Das heißt, das gehört nicht zu einer Schicht, es gehört auch zu einer Konstruktion, aber hier zu einer Fensterkonstruktion. Und in der Fensterkonstruktion werden keine Schichten angelegt, sondern das sind einfach Elementtypen, die zu dieser Fensterkonstruktion gehören. Zu allen Bauprodukten wird hier eine OBD-Klasse zugeordnet und eine Zuordnung in der Ökobaudat erfolgt. Sie sehen hier den zugeordneten Datensatztyp. Es gibt verschiedene Datensatztypen, einmal generisch, Average Dataset, Specific Dataset und einen Representative Dataset. Alles, was mit einem grün-weißen A gekennzeichnet ist, sind Datensätze, die automatisch von der Software den jeweiligen Bauprodukten zugeordnet sind. Alles, was mit diesem blau-weißen Stift markiert ist, sind Datensätze, die wir händisch zugeordnet haben, weil die Software das an dieser Stelle nicht automatisch gemacht hat. Ihre Aufgabe ist es, die zugeordneten Datensätze nochmal zu überprüfen. Im besten Fall sollte zum Beispiel dieser EPS-Hartschaum zu diesem PS-Partikelschaum passen. Wenn es große Unterschiede gibt, kann es nicht zugeordnet werden und Sie müssen die Zuordnung händisch vornehmen. Wir werfen jetzt einen Blick in die Protokollanzeige. Wir haben hier verschiedene Meldungen. Wir achten dabei auf die Uhrzeiten. Unter Umständen werden Ihnen hier auch ältere Meldungen angezeigt. Also nicht irritieren lassen von diesen vielen Zeilen. Am Ende ist es gar nicht so viel. Wir schauen, was wir vielleicht noch aktualisieren und prüfen müssen. Wir haben hier beim Schaumglas die Meldung, dass die Rohdichte mehr als 20% von der zugeordneten OBD abweicht. Wir gehen in die Bauprodukte, sortieren uns das alles erstmal nach Alphabet, suchen uns das Schaumglas raus und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier entweder auf dieses Zeichen zu klicken oder mit dem Doppelklick hier hinten auf den Datensatztyp und es öffnet sich die Datenbank der Rechenwerttabelle. Jetzt können wir hier ein passendes Ökobaudat auswählen. Wir schauen nochmal in die Konstruktion rein. Da haben wir das Schaumglas mit einer Dicke von 30 cm und hier haben wir eine Rohdichte von 100. Wir gehen wieder zu dem Schaumglas und wählen ein Schaumglas mit der Rohdichte von 100 Kilogramm pro Kubikmeter mit einem Doppelklick aus. Jetzt haben wir den passenden Ökobaudatensatz zugeordnet. Dann haben wir weitere Meldungen. Es gibt ein paar Bauteile, die keine Zuordnung in der OBD haben, zum Beispiel die Außentür. Und dieser Tür müssen wir auch nicht zwingend einen Datensatz zuordnen. Für viele Bauprodukte ist die Zuordnung relativ leicht, weil wir wissen, wenn wir jetzt einen Holzfaserdämmstoff WF haben oder wegen dem Parkettboden, da gibt es nicht so viel Auswahl.
aber Außentüren können sehr unterschiedlich ausfallen und da gibt es keine standardisierten Ökobaudatensätze für. Das heißt, die Außentür bleibt unberücksichtigt. Dann haben wir hier eine weitere Meldung, dass es mehrere Bauprodukte gibt, die keine Angaben zur Entsorgung Modul C3, C4 in der OBD haben. Das heißt, der Ökobaudatensatz ist korrekt zugeordnet, aber es gibt einfach in diesem Datensatz keine Angaben zur Entsorgung. Aber das ist für Sie nicht so relevant. Sie brauchen keine Angaben zur Entsorgung zu recherchieren. Das sind in der Regel Bauteile wie zum Beispiel Bewährungsstahl, die in der Entsorgung keine große Rolle spielen, weil sie zu nahezu 100% recycelt werden. Das heißt, diese Meldung können Sie hier so stehen lassen. Sie prüfen nochmal die Zuordnung zu den Ökobaudatensätzen und wählen dann alle Bauprodukte aus. Hier mit der Maus und gedrückter Maustaste, dann wird uns in den Einstellungen des Lebenszyklus der Haken gesetzt. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir in die Ergebnisse. Zum entsprechenden Reiter Ökologische Qualität Ökobilanz haben wir ein weiteres Video für Sie.